Freunde, wir haben seit längerem keine Reaction mehr hochgeladen und jetzt habe ich wieder ein Video gefunden, wo ich sagen würde, das lohnt sich auf jeden Fall, uns das anzuschauen. Und es geht um das Thema Cheaten und das ist ja in letzter Zeit echt wieder ein bisschen präsenter geworden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ganzen Cheats-Anbieter nochmal einen rausgehauen haben, gefühlt irgendwie mehr Cheats aktuell verkaufen, weil das ist irgendwie wieder richtig krass zum Thema geworden. Und deshalb gucken wir uns jetzt dieses Video an. How bad is cheating in Call of Duty? Das ist ein Kanal, der hat 3100 Abonnenten. Das Video ist seit 5 Tagen draußen, 122.000 Aufrufe. Mit sehr gutem Like-Dislike-Verhältnis auch. Also, das muss ein sehr gutes Video sein, denn Leute, die das gesehen haben, das können nicht so viele von Anfang an gewesen sein, weil relativ kleiner Kanal, haben sich das zum Ende angeschaut, sodass das in den Algorithmus gespült wurde und sowas. Deshalb denke ich, das ist ein interessantes Video und das gucken wir uns jetzt an. Und wenn ihr euch für Call of Duty interessiert, generell, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Checkt vielleicht ab, ob ihr noch gar kein Abonnent seid, auch wenn ihr die Videos regelmäßig schaut. Ich glaube, das macht heutzutage kaum einer mehr. Abo da lassen, aber es unterstützt den Kanal sehr, deshalb macht das sehr gerne. There are live cheats on this monitor right now and you can't even tell. And worst of all, they're completely undetected cheats. What's going on, gamers? Your dad's favorite streamer here, Caps Lock, back with yet another video. Ich muss direkt zurückspulen. Da auf diesem Bildschirm sind gerade Cheats am Laufen, die man nicht sieht. Live cheats on this monitor right now and you can't even tell. And worst of all, they're completely undetected cheats. Das ist schon mal schlecht, weil ein Ding ist natürlich, in Turnieren, Leute streamen ihr Gameplays, war schon immer klar, dass man Cheats verstecken kann auf seinem Stream, sage ich mal, und man die auch auf seinem Monitor sieht. Deshalb sagen sehr, sehr viele Leute in Turnieren immer, ey, ich will, dass mein Gegner eine Monitor-Cam anmacht. Das ist genau das, wo man eben den Bildschirm des Spielers sieht und daran sollte man dann erkennen können, ob da Cheats am Laufen sind oder nicht. Und er sagt gerade, hier sind Cheats am Laufen, die nicht detected sind. Okay, also die man nicht erkennen kann. Your dad's favorite streamer here, Caps Lock, back with yet another video, and it's a big one. We're going to talk about how people are cheating in Call of Duty and Warzone and how they look like completely legitimate players. Before we get any further, da, man hat's gesehen. Oha! Players. Hier hinten. Before we get any further, be sure to hit that like button so that this video is seen by as many people as possible. And if you feel that I earned it, hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss future banger videos like this one. Many of you are familiar with cheaters from the days of early Warzone 1 when Magic Pants would headlock aimbot you from across the map with a DMR or a Car 98. Warzone and Call of Duty have changed a lot since Ich sag's es, das war aber auch irgendwie eine wilde Zeit. Ich habe mich natürlich übertrieben drüber aufgeregt, immer wenn da irgendwelche Opfer einen so weggecheatet haben. Aber es war sogar fast schon lustig, denen zuzuschauen, wie absurd geisteskrank diese Cheats waren, ne? Sieht man nicht mehr so oft. Magic Pants here were what you would call a rage hacker. And rage hacker, ja. Players of any skill level could easily identify a rage hacker. Ja. But they usually get banned pretty quickly, especially since the introduction of Ricochet anti-cheat. But over the years, cheaters have adapted to this. Und das ist auch eine Sache, da muss ich an der Stelle auch mal ausnahmsweise das Anti-Cheat von COD verteidigen. Es ist ja nicht so, dass das Anti-Cheat von COD einfach kein Anti-Cheat ist, sondern es gibt so viele Menschen, das müsst ihr euch mal vorstellen, so viele Menschen auf diesem Planeten, die unbedingt in Call of Duty Online-Multiplayer gegen andere echte Spieler cheaten wollen, sich einen unfairen Vorteil wie Wallhacks, Aimbot, Soft-Aim, wie auch immer, holen möchten, mit Geld das auch bezahlen wollen, dass es dafür einen so großen Markt gibt und so ein großes Interesse, dass die ganzen Cheat-Anbieter so intelligente Leute einstellen, die Wege und Mittel finden, das Anti-Cheat von Call of Duty, das eigentlich funktioniert, über neue Wege auszutricksen. Und das ist ja eigentlich das Ding. Call of Duty ist mit dem Anti-Cheat von Ricochet, ich will das nicht verteidigen im Sinne von, es ist ein gutes Anti-Cheat, sondern es gibt einfach zu viele Leute, die cheaten wollen und es gibt zu viele intelligente Menschen, die sich dran setzen und da Umwege finden, das zu umgehen, weil es sich so sehr lohnt, weil man damit so viel Kohle verdienen kann, weil es so viele Opfer, und das nehme ich auch nicht zurück, ich meine das vollkommen auf einer menschlichen Ebene, auch 100% ernst, Opfer gibt, die das unbedingt machen wollen in Call of Duty, die unbedingt cheaten wollen, die wirklich zu shit sind, um es anders zu machen. Deshalb ist das quasi immer ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Ricochet Call of Duty-Team, was immer versucht, diese neuen Cheats quasi zu entdecken, das irgendwie so zu programmieren, dass das in Call of Duty sofort erkannt und gebannt wird, und der anderen Partei, die Cheat-Entwickler, die dann wieder aufgrund der neuen Updates vom Anti-Cheat versuchen, da Umwege zu finden. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das ist in jedem Game leider so.
Und es wird nie so sein, dass du 100% einen Schutz halt vor sowas hast, weil es einfach zu viele Vollidioten gibt, die das halt unbedingt machen wollen. Und es gibt halt Leute, die damit Geld verdienen. So ist das halt leider. Und deshalb wird es für immer in Online-Spielen wahrscheinlich Cheats geben, außer irgendjemand erfindet, keine Ahnung, die magische Formel, mit der man das einfach komplett verhindern kann. Was ich mir nicht vorstellen kann. Aber wir gucken weiter im Video. Das wollte ich aber an der Stelle einfach mal so gesagt haben. Auch um mal so ein bisschen Stellung zu beziehen, was Cheater und sowas angeht. Wenn ihr cheatet und sowas, ekelhaft. So. Their cheats to appear more like a legitimate player, but while still having all the advantages that their cheats have to offer. Cheaters just don't rage hack anymore, and cheat developers even suggest that they don't do it. And that's because of how fast they get detected. Many cheat developers even offer an in-depth guide of how to set their cheats up to look like completely legitimate players. Because of this, the player base at large is under a false impression that cheating. Es ist ein englisches Video. Mir fällt gerade ein, ich sollte für viele von euch wahrscheinlich ein bisschen Untertitel auch reinhauen. Sollen wir, warte mal, Englisch? Kann man das auch auf Deutsch automatisch übersetzen? Ich versuch's mal, dass ihr, weil ich weiß, viele beschweren sich immer, ich verstehe Englisch, aber vielleicht sollten wir das so machen. And I had to find a way to prove it. To do this, I did something that I would have never seen myself doing. I teamed up with a very knowledgeable longtime cheater. I did this to understand how bad the problem really is in the game right now. These cheats are being used by many people in ranked play, tournaments, wagers, content creation, and even public games. Call of Duty is completely infested and the anti-cheat isn't able to stop it. I do ask, after seeing what I'm about to show you, that you absolutely do not go and harass streamers, competitive players, or Call of Duty staff online. I do, however, ask that we hold Call of Duty and its studios accountable as a collective and demand for a real working anti-cheat, because at the end of the day, that's the only true solution to this problem, and it's only going to get worse until that happens. Wie gesagt, ich glaube, dass es da niemals diesen einen Punkt geben wird, wo es das nicht mehr geben wird, Cheats in Call of Duty. Ich glaube es einfach nicht. First, let's start by how people hide these cheats on their PC. Now, cheaters who want to try and hide it, they're going to store their cheats on an external USB device. Good old, da gab es einen Clip, dass einer einen USB-Stick gezogen hat, nachdem er einen Monitorcam, sage ich schon, bevor er einen PC-Check bekommen hat, weil Leute davon ausgegangen sind, dass er cheatet. Und dann wurde herausgefunden, dass ein USB-Stick entfernt wurde auf genau diesem PC und der wurde danach nicht mehr angesteckt. Und er hat den Stick danach auch komischerweise nicht mehr gefunden. Und dann wurden auch keine Cheats mehr entdeckt auf dem PC. So you just put the USB when you want to insert your hacks. They use these options so that cheats are never downloaded directly on their PC. Everyone's using this one because it's super safe. It's been safe for over a year now. You're gonna get shadowed, but you get your account back within 7 days. I've been using that for a long time. Everybody that gets shadowed saying, oh, I just got my account back, means I'm not cheating. Stop getting shadow banned and that stuff. They just fucking lie. And they boot completely from this external device. This makes it much easier to pass a PC. Das ist ja geil. Also, wenn ein Cheater erkannt wurde, beziehungsweise Cheater einen Shadowban bekommen haben, dann kann es sein, dass es im Nachhinein trotzdem gar nicht gefunden wird und dementsprechend die Leute dann auch wieder entbannt werden. Das ist ja geil. Check if they're ever found out. Cheat developers even have tutorials on how to fully pass a PC check if a cheater is ever called out. Okay, so once in the game, press 7, hack menu, pretty standard hack menu. ESP, loot, radar. Hier sieht man es gerade. Okay, das ist quasi immer hier im Hintergrund sieht man, wie das in OBS, also im Stream dann aussehen würde. Und das sind hier die Cheats, die er auf seinem Monitor aktivieren kann. But to make it look as legit as possible. So it's not rage hacking software. So the aimbot, even max setting, will look pretty close to aim assist. So if you put just legit setting, let's say you go halfway, it's gonna look like aim assist. You're gonna miss bullet, you're gonna get killed by controller. So it just looked pretty legit. Well, same thing, just basic. Crazy. Basic, Da habe ich jetzt wieder was dazu gelernt. Ich dachte tatsächlich, sowas gibt es noch gar nicht. So ein Cheat, der auch ab und zu daneben schießt und nicht perfekt quasi den Gegner wegaimbotet. Oder Magnetics hat oder sowas. Du kannst halt auch alles einstellen, ne? Das ist so bodenlos. Sieht fast aus wie Werbung für Cheats gerade.
software. So one way to do it, you put your stick figures and your ESP basically super pale, transparency all the way up. Even for me, it's hard to see. So when I look through a wall like that, you guys can probably not see it, but I have walls on right now. Also er hat einen Wallhack gerade an. Bro, das ist so crazy schwer zu Many sehen. tournaments require players to use a monitor cam to prove they're not using wall hacks. Unfortunately, this isn't effective either because, as you can see, when tuned right with the right transparency, even wall hacks or 2D radar are impossible to see, and they can be turned off with the click of a button. And for those that don't know, 2D radar is just an active radar on your minimap. That's like a UAV, but it's always up. And as you can see, that means monitor cams aren't even effective to prove someone isn't using these cheats. And the cheat developers even offer suggestions on how to set these up too. Even aimbot settings, when tuned correctly, look exactly like aim assist if used in this way. And you would never notice the difference in a kill cam or by spectating. Also, I want to show off. Also das ist richtig crazy. Das ist richtig crazy. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, das erschreckt mich jetzt so ein bisschen, weil ich wusste nicht, dass wir schon so weit sind. People make aimbot look like aim assist, almost impossible to tell if you have aimbot or not. Zeigt er das jetzt? Dieser Aimbot, der schwer zu erkennen ist? Settings that gonna snap on people. I'm not really targeting those people. I just want to show how people that want to look legit, the streamer, TikTok, whatever they're doing. I want to show how those guys do it to make it look like it's aim assist. So basically, everybody know how aimbot work. We got an FOV, little circle in the middle. I don't know if we can see it there. So basically, everything in the middle of this circle. Den Kreis habe ich nicht gesehen. Everything in the middle of this little circle will register on target. So all I have to do is go in my aimbot settings. Smoothness, I'll go right in the middle. Stickiness, right in the middle. Show FOV, just so I was able to show you guys. I'll just turn it off, there's no point. And that's basically it. Okay, so what happened now is that everything in this circle will have aimbot, but my aimbot is set so smooth that when I go on target, it's gonna move slowly on target, and then I'm gonna lock on them. Oh mein I'm gonna have Gott. some crazy snap on people like that. It's not a thing. Nobody's Digga. doing this when you see people doing this. Das ist viel zu krass gerade. Ich finde das richtig verrückt. Ich hoffe, das versteht man gerade mit den Untertiteln und auf Englisch. Und ich muss es ja auch gerade während der Reaction so ein bisschen noch verstehen. Das ist verrückt. Es ist ein Programm, was nicht mehr mit einer Millisekunde auf den Gegner flickt, sondern es ist einfach, um zu verstecken, dass jemand aimbottet. Du schießt in die Richtung des Gegners und der Aimbot zielt langsam, so wie es auch natürlich aussehen würde, dann auf den Gegner. Das heißt, man sollte schon einigermaßen gut spielen können, dass es realistisch aussieht, und dann kannst du halt mit solchen Programmen das voll gut verstecken. Das ist richtig gruselig. Und damit möchte ich hier auch niemanden irgendwie, ne? Das ist natürlich wieder richtig schön viel gefundenes Fressen für die Leute, die sagen, ja, ganz klar, dann verstehe ich, dass hier ein Deki und sowas jede Bulle trifft und sowas. Ich möchte damit hier nicht irgendwie meine Streamer-Kollegen jetzt in die Scheiße reiten und sowas. Ich möchte nur zeigen, was mittlerweile alles möglich ist. Ich bin mir sehr sicher, die Leute, die ich kenne aus dem deutschen COD-Bereich und auch die meisten amerikanischen richtig guten Spieler und Streamer, ich weiß, wie gut man halt sein kann, so, die haben alle nichts an. Es gibt aber sicherlich auch schwarze Schafe, bei denen das nicht der Fall ist. Aber, ne, ich weiß, dass unter dem Video auch der ein oder andere wieder hier mit seinen Verschwörungstheorien von wegen jeder Streamer cheatet und sowas, so, ne. Damit will ich hier gar nicht diese Theorie unterstützen. Ich will einfach damit nur zeigen, wo wir angekommen sind, was mittlerweile alles möglich ist. Und das ist geisteskrank. You can select any key you want, hotkey to toggle the aimbot. I just press my shooting button. Some people will put it on media, some people will put it on fire, some people would put it on other stuff. I like on fire because every time you shoot, you get this aim assist. Technically aimbot, but you get aim assist. Some people who use sniper a lot or other stuff, they're gonna put it on ADS, so they get aimbot first, and then they can shoot. Everybody's gonna use either one of those keys. Nobody's gonna use foot pedal, aim lock software, other computer. It's way easier than it looks. That's
everybody's using. Jetzt zeig halt auch mal, wie das funktioniert. Snap on two target at the same time, and everybody's using a mouse button or either the fire button or the ASM controller. Nobody's using foot pedal, that type of stuff. Okay, so I can show you on targets. When I click, I have the aimbot on. You can see this. It almost looks like aim assist. It's slowing down when I cross the target. Okay, und aim assist gibt's natürlich nicht mit Maus. Yes, you can have people that's gonna literally snap on it. We're still talking about the people that trying to make it look like they're not cheating. Those ones are the ones using. It's barely slowing down. You guys can see my mouse. I still have to move it, and it's just slowing down. But if I decide to just shoot and not move my mouse, I kind of stick into it. I can even feel the recoil. Like I still have to adjust my recoil. So basically what it gives me is a tiny aim assist. You can boost it up, but if you already have a decent shot, das ist krank, das sieht halt fast legit aus, ne, was er da macht. Also es ist ja auch legit machbar. Okay, and also I'm gonna probably make a quick video on how everybody's cheating in rank, and I'm just gonna prove it basically. Above diamond, it's almost everyone. Was halt Bullshit ist, ne? Über Diamant ist fast jeder am Cheaten. Weiß ich jetzt nicht so ganz. I played yesterday for maybe 4-5 hours. I play maybe 6-7 games. I was gold something. I didn't play at all this season. And I went all the way up to diamond. Okay, so when I opened it today, I just realized I was shadow banned. Einen Shadowban bekommen. Activision. I don't really care about. Ich muss sagen, das Video ist ein bisschen zäh zu schauen, weil das logischerweise niemand ist, der natürlich professionell Videos schneidet und sowas. Ne? Das ist halt einfach irgendwie zusammengekramt. This account is just alt account, but I'm still gonna join it too. So I got shadow ban. So basically what I'm gonna do, for me, it's always been 7 days. Some people say 6 days, 5 days, 3 days, 2 days. Shadowban geht normalerweise 7 Tage, right, ja. 7 Tage. If I'm banned tonight at 6 p.m., it's gonna go to next week, 6 p.m., right on time. So what I'm gonna do is next week, I'm gonna come back and I'm gonna pay maybe for a couple more hours. And I'm literally just gonna go all the way up to Crimson and Reticence probably. It goes really, really fast. And I might get shadowed again, but I don't think so. For me personally, that's the first time I get shadowed on ranked. I think it's because yesterday was kind of crazy. Also er hat bis Dia gespielt und wurde dann erst geshadowbannt. Perfekt. Usually I never get shadowed. Während andere, die nicht cheaten, irgendwie in einem Shadowban-Loop sind und immer wieder geshadowbannt werden. Perfekt. I'll get shadowed in Warzone after 2 to 3 days. Was? Warte, was? Wasserzone. Ich glaube, er hat Warzone gesagt. It's the first time. Wasserzone. You just do that type of shit. So when you see somebody cam monitor like that, trust me, they're cheating. So this is basically just a monitor cam, but everybody's using this for Warzone. Ranked, everything. On Warzone, you're gonna get shadow ban, I'd say every 2 to 3 days, unless you like go crazy. But every 2 to 3 days. So all you need is 3 accounts, so you can rotate through shadow bans. So I get shadowed, I get on my second account. I had an account with Steam and another account with Battle.net. You get on the second, third account, and then you just rotate every time the shadow ban get lifted because they're all gonna get lifted. There's no anti-cheat at all whatsoever. So people that say that they got shadowed and I got my account back, I keep getting shadowed non-stop, and I always get my account back because they cannot find anything. Das war gerade Bullshit, weil daran hat man es gesehen, er hat ihn nämlich nicht geheadshottet und er kriegt aber den Headshot-Kill. Aber den nicht. Okay. Even worse is that many of these cheats have been undetected for more than a year. And in this case, only result in shadow bans after like 7 days. Nothing's found and they get the account back and they continue to cheat on that same account. Here, you can see that he uses about 4 accounts that he cycles out. When one of the accounts gets shadow banned, he just gets on one of the other accounts and plays on that one until it gets shadow banned. And then once the other account gets unshadow banned, he plays on that one again.
which means so the crazy. shadow ban system isn't effective at all in stopping the cheating problem. These cheats are so undetected, he can use them to play ranked play and make it into the top ranks in ranked play. The anti-cheat isn't what it claims to be, and it definitely isn't effective. Other games actually detect Call of Duty cheats better than Call of Duty does. So as soon as you're done with the Warzone X, Das ist wild, wenn das stimmt. reset right away. First thing I do, I leave the game open and I don't even close the game. I just hit this and restart right away. And not one day I didn't. And an hour later, just come play Apex. I tried to queue in one game. I queued, I didn't even touch the ground, and I got a permaban for cheating. Huh. Perfekt. Doesn't even let me Also das summon Apex another Anti-Cheat, anymore. okay, das ist geisteskrank. Vorhin habe ich so ein bisschen versucht, Ricochet zu verteidigen und generell, dass Cheater-Anbieter halt immer hinten dran sind. Vielleicht ist aber auch COD einfach ein bisschen größer, deshalb sind da die Leute noch mehr hinten dran. Aber dass COD-Cheats in Apex erkannt werden, ist geisteskrank. Also der wurde in Call of Duty nicht gebannt für die Cheats, die er aktiviert hat. Und als er dann vergessen hat, die Cheats auszuschalten, beziehungsweise seinen PC neu zu starten und den USB-Stick zu ziehen, wie auch immer, auf jeden Fall, dass es nicht erkannt werden kann, und Apex zu spielen, wurde er einfach gebannt für Call of Duty Cheats, die erkannt wurden in Apex. Das ist krass. Das ist krass. Also, bleibt das Katz-und-Maus-Spiel, aber Ricochet scheint wirklich nicht gut zu sein. Oh, whatever. You have an active ban. Backvision ban. Doesn't say any reason, but so basically, Easy Anti-Cheat Apex detected Warzone Act after, I'll say, 2 to 3 minutes. I've been playing on Warzone for 2 years. He then goes on to explain that many people are cheating in higher ranks of ranked play and in tournaments and through the rest of the Call of Duty scene, and I kind of believe him. Cheating in Call of Duty is worse than we thought. We all need to just accept that and admit that. And we need a real solution to the problem. The anti-cheat clearly doesn't work, and now we can't even tell who's cheating and who isn't. And that's a problem. I can't stress enough how much we need to voice our concern over this to Call of Duty and its studios, because the cheating problem is only going to get worse until something happens quickly. Much like the rest of you, I have a lot of love for the Call of Duty community, and I really enjoy playing this game. And sometimes we forget how powerful that our voice can be when we use it together. Speak up, but let's keep our humanity here, and then maybe we can be heard and get our game back. I hope you all enjoyed the video today. I will continue to speak up as much as I can. Feel free to stop by my live stream where we can talk about COD together. GG's Gamer. Er ist fertig. Crazy. Aber wie er das schon gesagt hat, ich finde es auch sehr gut und sehr wichtig, dass man da natürlich trotzdem irgendwie versucht, noch menschlich zu bleiben und nicht einfach alles Mögliche beleidigt, weil das ist halt auch das Ding, damit kommt man nicht weiter, ne? Aber es ist schon sehr erschreckend, das Video jetzt zu sehen. Vor allem, weil ich mich jetzt echt lange nicht mehr mit dem Thema Cheats auseinandergesetzt habe. Und ich dachte halt, es hat sich jetzt nicht so krass verändert, nur dass die halt schwerer zu erkennen sind. Aber dass du so viel einstellen kannst, finde ich schon sehr, sehr crazy und besorgniserregend. Und vor allem, wie er schon gesagt hat, es wird halt einfach immer schwerer, zu checken, ob jemand cheatet oder nicht. Und das sehe ich als Problem für viele Leute, die in den Kommentaren schon immer denken, dass alle Creator cheaten und sowas. Das heißt, das muss man sich dann eigentlich noch mehr anhören, weil du kannst ja die Leute dann nicht mehr du kannst schon so, ne, wenn du dir sicher bist, aber es funktioniert halt nicht immer, indem du die Leute einfach dann Idioten nennst, weil sie keine Ahnung haben. Weil ihr seht ja, was man damit alles anstellen kann, ne? Das ist schon sehr, sehr crazy. Ich will trotzdem an der Stelle nochmal sagen, ich glaube trotzdem, dass sehr, sehr viele Leute, von denen Leute denken, sie würden cheaten, nicht anhaben. Aber traurig finde ich es trotzdem. Es ist einfach, und so kann man das Video, denke ich, abschließen, es ist traurig. Es ist traurig, weil am Ende des Tages ist es einfach Betrug und du nimmst damit aktiv dir einen Vorteil gegenüber anderen Leuten in deiner Lobby und das ist einfach scheiße, sowas macht man nicht. Das ist menschlich einfach Kacke und jeder, der damit irgendwie mal Geld verdient hat oder sowas, sollte auf jeden Fall dementsprechend auch bestraft werden. Deshalb, ja, gut. Das soll das Ende des Videos gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielleicht eigentlich eher nicht so gefallen, sondern eher, ich hoffe, euch hat es irgendwie informiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut da rein. Ciao, ciao.